Im Führerhauptquartier. Der Führer mit dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop. Generalfeldmarschall Keitel und Generalfeldmarschall von Weix. Der japanische Botschafter General Oshima. SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Sepp Dietrich und General der Artillerie Jodl. Generalfeldmarschall Milch und rechts im Vordergrund Reichsarbeitsführer Hirl. Der Reichsmarschall mit Reichsminister Speer. Großadmiral Dönitz. Reichsminister Dr. Goebbels. Im Frühjahr 1940 beginnen im Verborgenen die Planungen für ein neues Führerhauptquartier. Im dichten masurischen Wald nahe der ostpreußischen Stadt Rastenburg entsteht eine geheime Befehlszentrale, getarnt, abgeschirmt, von der Außenwelt kaum wahrnehmbar. Unter Leitung der Organisation Todt wachsen zwischen Sommer 1940 und Frühjahr 1941 Bunker, Baracken und Tarnanlagen aus dem Boden. Der Ort erhält den Tarnnamen Wolfschanze, nach Hitlers eigenem Spitznamen Wolf. Am 21. Juni 1941, einen Tag vor Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, bezieht Hitler erstmals sein Hauptquartier. Von hier aus wird die Operation Barbarossa befohlen, der größte Feldzug des Zweiten Weltkriegs, der Millionen Menschen Leben fordern wird. Über 3 Jahre lang bleibt die Wolfschanze das Zentrum der militärischen Führung an der Ostfront. Hitler verbringt hier mehr als 800 Tage, abgeschottet, misstrauisch, in einem Labyrinth aus Stahlbeton und Wald. Als die Front im Herbst 1944 näher rückt, verlässt Hitler sein ostpreußisches Hauptquartier endgültig. Im Januar 1945, kurz bevor Stalins Truppen das Gebiet erreichen, sprengen Wehrmachtspioniere die Anlage, vergeblich. Die Ruinen der Wolfschanze überdauern, schwer gezeichnet, als stumme Zeugen eines Regimes, das in den Trümmern seiner eigenen Macht versank. Doch möchte ich hier nicht weiter auf Hitler eingehen, sondern stattdessen an Stalingrad erinnern. Da die Ruinen der Wolfschanze zugleich ein Symbol der Verantwortung für das Elend und die Schrecken von Stalingrad sind. Hier in der Wolfschanze konzentrierte sich ehrloser Kadavergehorsam und der Größenwahnsinn eines gescheiterten Postkartenmalers auf engem Raum. Von hier aus gingen Befehle in die Welt, die nicht nur Millionen Menschen das Leben kosten und Europa in Schutt und Asche legen sollten, sondern auch das Ende Deutschlands als Land der Deutschen einläuteten.
wie wir heute wissen, zum kulturellen Selbstmord großer Teile Europas beigetragen haben. Da die Kräfte der Anti-Aufklärung es verstanden hatten, ihr eigenes Produkt so zu interpretieren, dass es heutzutage erneut, unter pervertierten Vorzeichen, als stärkste Wirkwaffe im Kampf gegen die Früchte der Aufklärung einsetzbar ist. Bürgerliche Vernunft endet in viel zu vielen Fällen immer noch spätestens dort, wo mit der Nazikeule gewunken wird. Zudem können sich ausgerechnet Linke als Gralshüter einer höheren Moral aufspielen, obwohl sich genau das jedweder historischen Grundlage entzieht, diese zwangsläufig ad absurdum führt und sich deshalb geradezu von selbst verbieten müsste. Doch zurück zu Stalingrad. Ich hatte das Glück, einen Lehrer gehabt zu haben, der Stalingrad überlebt und mir von seinen Erfahrungen erzählt hat. Ich kann heute noch nicht einmal eine Postuniform sehen, ohne in Schweißausbrüche zu geraten, war einer seiner Sätze, die sich mir einprägten. Wie ein kleiner Junge, der freudestrahlend Weihnachten, Ostern und seine Geburtstagsfeier zugleich erlebt, klopfte sich mein Lehrer glückselig auf seine hölzerne Beinprothese, als er mir gegenüber äußerte: »Mein Junge, ich hatte das Glück, nur mein Bein dort gelassen zu haben.« Als junger Mensch fragte ich mich, wie man sich über den Verlust eines so wichtigen Körperteils nur so freuen kann. Aber es war für mich zugleich eine Bestätigung dafür, dass die vielen Grausamkeiten und all das Schreckliche, wovon er zuvor erzählt hatte, alles andere als Übertreibungen sein können. Dieser Lehrer war übrigens Günter Schubert aus Liebe Rose. Ehre wem Ehre gebührt. Heute, fast ein halbes Jahrhundert später, danke ich Herrn Schubert noch immer für dessen wahrhaftige Schutzimpfung, mit der er mich endgültig gegen all die niederträchtige Hetze und dümmliche Kriegspropaganda der Ewiggleichen für alle Zeiten immun gemacht hat. Das folgende Lied, übrigens eine Eigenproduktion, widme ich den Toten und Überlebenden von Stalingrad. So kalt die Nacht, so kalt der Tag. Wir haben nichts mehr. Neben mir mein Freund, der Friedrich, stark und kräftig er einst war. Doch letzte Nacht sein Willen aufgab am Morgen, sein Körper plötzlich ganz still und kalt, ja so schrecklich kalt. Jeden Tag, ich zähle, sterben mindestens 12 Mann erfroren an der Kälte, verhungert ohne Hoffnung. Jedes Mal, wenn ich mich schlafen lege, muss ich dran denken. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich so viel Leid sehe. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass mich die Kälte fängt. In meinen Träumen sehe ich ihr Gesicht. Ich sehe ihr strahlendes Haar, ich sehe den Glitzer in ihren Augen.
dann erwache, weiß ich, warum ich noch lebe. Ihre träumenden Berührungen geben mir Wärme, Wärme, die mich am Tag am Leben hält. Doch auch der Hunger an mir naht, meine Gestalt fällt in sich hinein, nur noch Haut hält mein Gerüst. Mit jedem weiteren Tag ohne Nahrung schwinden die nächtlichen Bilder. Wärme durchflutet kaum mehr meinen Körper. Spüre ihre Berührungen nicht mehr. Sehe ihre wunderschönen Augen nicht mehr. Schlafen, doch ohne jeglichen Traum. Und ungewiss des Morgens. Night before Stalingrad, it was a cold night as far as I could remember. The trenches were never empty. Smoky on a mound of earth smelt the carcasses and dwelling death. Dawn had forbidden us, much like our governments had abandoned us a long time ago. Time left its grim stain on us. Many faces came, many faded. Some died with valor, some with false glory. I cursed fate for leaving me alive. I did not want any glory, but now I had a purpose to serve, and desertion would make me a traitor, hypocritical for how a second of thought could foreshadow years of strife. The palm god forsaken is mischief. The tale of measured corpses, the poet had put down his pen to graduate his degree. I remember my life as a fisherman before all the bustle and fucking nationalism took its road. The mail promised us a warm bed, food for our families, but were they of any good? Now that most of the backs to lay on that comfort were buried under soil that claimed no identity. A new month, new recruits. Their eyes always at first gleam with dreams. Oh, to slit the enemy, raise the flag above the dead body. Only if it were that easy. Their eyes always drown once they witness the atrocities. New soldiers kept on piling, much the better for the big man to spread their irony. Some old merry jester once had given us our smiles back, only for him the next day to be shot right between the eyes. Since that day our division had seen no hint of joy, but every now and then
was a cold night and time moved slowly. It was a cold night. It was a night before Stalingrad. Ich habe mich gerade gewundert, warum. Guck mal hier. Mein T-Shirt ist ja wieder ganz gut ausgewählt. Da steht zwar Fick mich oben, aber mit den Buchstaben. Da brauche ich mich nicht wundern, dass ständig hier irgend so ein Betreuer hier, Aufsicht, Security auf den Fersen ist. Mann, da hatte ich ja gerade Glück, ey. Stand ein Polizeiauto in der Ortschaft und ich bin mit 85 reingebrettert. Als ich die gesehen habe, war ich noch abgebremst auf 65. Aber nix, die sind nicht hinterhergekommen. Erstaunlich. Na, da hat manch einer Berlin länger gewohnt als der Ehrmann.